Reparatur nötig? Abholservice für die Schweiz. Siehe Beschreibung. Um das LCD-Cover des Asus G814J wechseln zu können, benötigen wir einige spezifische Werkzeuge. Stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Utensilien zur Hand haben: einen Kreuzschlitzschraubendreher, einen dünnen Flachschraubendreher, eine Pinzette und ein antistatisches Handgelenkband. Diese Werkzeuge sind entscheidend für eine sichere und effiziente Durchführung des Wechsels. Schritt 1: Gerät ausschalten und vorbereiten. Vor jedem Eingriff an Ihrem Gerät ist es wichtig, dass Sie das Laptop vollständig ausschalten und vom Stromnetz trennen. Entfernen Sie auch den Akku, falls möglich. Tragen Sie das antistatische Handgelenkband, um Schäden durch statische Elektrizität zu vermeiden. Schritt 2: Demontage des Gehäuses. Verwenden Sie den Kreuzschlitzschraubendreher, um die Schrauben auf der Unterseite des Laptops zu lösen. Achten Sie darauf, die verschiedenen Schrauben zu kennzeichnen oder separat zu lagern, um Verwirrung beim Zusammenbauen zu vermeiden. Nachdem alle Schrauben entfernt sind, nutzen Sie den Flachschraubendreher, um vorsichtig die Gehäuseabdeckung zu lösen. Gehen Sie dabei behutsam vor, um Clips oder andere Befestigungen nicht zu brechen. Schritt 3: Entfernen des LCD-Covers. Sobald Sie Zugang zum inneren Teil des Laptops haben, lokalisieren Sie das LCD-Cover. Überprüfen Sie, ob zusätzliche Schrauben das Cover an Ort und Stelle halten. Diese müssen ebenfalls entfernt werden. Seien Sie besonders vorsichtig, da das LCD-Panel empfindlich ist. Verwenden Sie die Pinzette, um kleine und festsitzende Schrauben zu greifen und zu entfernen. Schritt 4: Reinigung der Komponenten. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um alle freigelegten Bereiche zu reinigen. Verwenden Sie einen weichen Pinsel oder ein Mikrofasertuch, um Staub und Schmutz zu entfernen. Achten Sie darauf, dass Sie auch die Lüfter und Kühler vorsichtig reinigen, da dies die Leistung des Geräts verbessern kann. Schritt 5: Installation des neuen LCD-Covers. Nehmen Sie das neue LCD-Cover und setzen Sie es vorsichtig an die vorgesehenen Stellen. Drücken Sie sanft, bis es einrastet. Überprüfen Sie erneut, ob alle Schrauben ordnungsgemäß und fest sitzen. Wenn nötig, verwenden Sie die Pinzette, um Schrauben in engen Bereichen zu platzieren. Schritt 6: Zusammenbau des Gehäuses. Setzen Sie das Gehäuse wieder auf das Laptop und stellen Sie sicher, dass alle Clips einrasten. Schließen Sie alle Schrauben auf der Unterseite wieder an. Gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor, um sicherzustellen, dass kein Schritt übersprungen wird. Achten Sie darauf, die richtigen Schrauben an den richtigen Stellen zu platzieren. Schritt 7: Endkontrolle und Test. Nachdem alles wieder zusammengebaut ist, setzen Sie den Akku wieder ein und schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an. Schalten Sie das Laptop ein und überprüfen Sie, ob das neue LCD-Cover ordnungsgemäß funktioniert. Achten Sie darauf, dass das Bild klar und ohne Verzerrungen angezeigt wird. Wenn alles einwandfrei funktioniert, haben Sie erfolgreich das LCD-Cover gewechselt. Abschließend ist es wichtig, alle Werkzeuge nach dem Gebrauch zu reinigen und an ihren Platz zurückzulegen. Durch regelmäßige Wartung und Reinigung kann die Lebensdauer Ihres Laptops erheblich erhöht werden. Reparatur nötig? Abholservice für die Schweiz. Siehe Beschreibung.